Zeit für ein paar Speedruns. Den Clip, den ihr gerade gesehen habt, den werden wir heute zusammen Step by Step durchgehen. Dazu zeige ich euch meinen Workflow, wie ich meine Speedramps bearbeite. Einige von euch haben vielleicht auch schon einige meiner Edits auf Instagram gesehen. Falls nicht, checkt es gerne mal ab. Und bevor wir starten, schaut euch vorher mein Video zu Speedramps filmen an. Dort zeige ich euch Step by Step, wie man seine Aufnahmen für Speedramping optimieren kann, um eine möglichst gute Basis später für das Editing zu haben. Noch ein wichtiger Hinweis, ich selbst nutze die DaVinci Studio Version, also falls jemand von euch die kostenlose Version benutzt, kann gut möglich sein, dass nicht alle Techniken, die ich euch gleich zeige, auch bei euch verfügbar sein werden. Ich kann die Studio-Version jedenfalls nur stark empfehlen. Wenn ihr bereits Freude mit der kostenlosen Version habt, vertraut mir, die Studio-Version ist noch um einiges krasser. Ihr zahlt übrigens nur einmal und bekommt dann lebenslang alle neuen Updates dazu. Den Link zur Studio-Version findet ihr unten in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung findet ihr auch meine persönlichen Shortcuts für DaVinci, die ich mir über die Jahre aufgebaut habe, optimiert auf meinen eigenen Workflow. Die Datei könnt ihr euch auch kostenlos herunterladen. Wie man diese importiert, zeige ich euch auch direkt. Gehen wir dann jetzt rüber zu DaVinci. In DaVinci angekommen, falls ihr euch meine Shortcuts heruntergeladen habt, dann müsst ihr diese einmal importieren. Dazu oben links auf DaVinci Resolve, Keyboard Customization, oben rechts auf diese 3 Buttons einmal klicken und Import Preset. Wählt dann einfach nur meine Datei aus und schon könnt ihr meine Presets und Tastenkombinationen benutzen. Zum Projekt selber, ich habe das Ganze hier in Hochformat aufgenommen, damals für meine Instagram Reels, um das Projekt darauf entsprechend vorzubereiten. Klickt einmal auf den Cut-Tab und oben rechts auf diesen Button klicken und hier habt ihr diverse Presets oder Vorlagen, wo dann das Projekt automatisch auf euer Videoformat horizontal oder vertikal entsprechend optimiert ist. Zurück zum Media-Tab. Als erstes, was ich immer mache, ist meine Clips auszusortieren und auf eine bestimmte Länge zu trimmen. Dazu wähle ich einen beliebigen Clip einmal aus, spiele den einmal von Beginn an ab und an der Stelle, wo der Bewegungsablauf flüssig anfängt, also ungefähr hier, dann drücke ich einmal die Taste I für Input, spule einmal zum Clipende und ungefähr hier ist der Bewegungsablauf zu Ende, drücke einmal die Taste O für Output. Und dann könnt ihr euch das Ganze per Drag and Drop einfach nur runterziehen. Diesen Prozess mache ich entsprechend für alle meine Clips. Ich habe hier auch schon bereits 5 Clips vorbereitet, die wir benutzen können. Bevor ich mit dem Bearbeiten beginne, was ich immer zuerst mache, ist mir die passende Musik im Vorhinein bereits auszuwählen. Ich bin aktuell auf Artlist unterwegs, schon seit mehreren Jahren. Bin auch bisher mit der Musikauswahl vollkommen zufrieden. Ihr habt nicht nur Musik, sondern auch Soundeffekte und vieles mehr. Dazu kommen wir aber später. Hier unten habe ich auch schon meine eigene Playlist mit der Zeit aufgebaut. Die ich am meisten für meine Reels und Videos benutze, ist aktuell Cyberpunk Electronic. Hier auch der erste Song, den ich für dieses Video benutze, Eclipse. An dieser Stelle die Info, falls ihr euch für Artlist entscheidet, meldet euch gerne über den Link in meiner Videobeschreibung an. Dort erhält ihr zusätzlich zu einem Jahresabo nochmal 2 Monate kostenlos. Gehen wir wieder zurück zu DaVinci. Als erstes, was ich immer mache, ist, mir die Musik in die Timeline zu importieren. Dazu wählt einfach nur eure Musik aus per Drag and Drop und zieht sie in eure Timeline. Dann einmal Rechtsklick auf den Song, Normalize Audio Levels. Die Einstellungen lasse ich meistens so, wie sie sind und Normalize. Das sorgt im Prinzip einfach nur dafür, dass der Song nicht allzu laut sein wird beim Abspielen. Ich bin jetzt kein Audio-Experte, aber ich habe mir angewohnt, das einmal immer zu Beginn zu machen. Dann suche ich mir einmal die Stelle vom Track aus, zu der ich mein Video bearbeiten möchte. Ungefähr hier, wo der Beat Drop beginnt. Drückt dazu einmal Shift und Q, um den ganzen Videobereich links von eurem Playhead zu löschen. So, den ziehen wir uns einmal nach links. Und was wir jetzt machen ist, mit der Taste M setzen wir uns Markers zum Beat, worauf wir dann entsprechend unsere Speedramps aufbauen können. An der Stelle lassen wir den Clip einmal durchspielen und immer schön M drücken, ungefähr bis hier. Den Rest löschen wir mit Shift und W, löscht ihr den ganzen Videoclip rechts von eurem Playhead. So, das Ganze wird jetzt einmal schnell ausgebessert. Und fertig. Gehen wir jetzt rüber zu den Clips. Was ich hier immer zu Beginn mache, einmal alle Clips auswählen, Rechtsklick und Generate Optimized Media. Oder ihr könnt auch einfach die Taste G drücken.
Das sorgt einfach nur dafür, dass eure Clips in DaVinci flüssig abgespielt werden können. Dann ziehen wir uns den ersten Clip in unsere Timeline. An der Stelle auch ein kleiner Tipp. Haltet dabei die Alt-Taste gedrückt und zieht den Clip in die Timeline. Das sorgt dafür, dass ihr nur den Videoclip in die Timeline zieht, ohne den Audio-Track. Weil den Audio-Track von der Kamera benötigen wir hier nicht, da wir entsprechend auf eine Musik bearbeiten. So, machen das Ganze ein bisschen kleiner. In DaVinci selbst gibt es 3 verschiedene Stabilisierungsmethoden, die ich bisher benutze. 2 davon nutze ich am meisten. Ich zeige euch einmal alle 3. Fangen wir auch direkt mit der simplesten Methode an, die ich tatsächlich auch relativ häufig benutze. Allerdings auch nur, wo ich weiß, dass die Gimbal-Aufnahme relativ gut geworden ist. Dazu klickt einmal auf den Clip. Rechts unter Stabilization. Hier wähle ich entweder Similarity oder Translation. Perspective nutze ich nie, das verzerrt mein Video meistens viel zu viel. Hier nehme ich jetzt Similarity. Bei den Parametern Smooth nutze ich meistens knapp unter 0,8 und Cropping Ratio ziehe ich ganz nach links. Bei den Parametern könnt ihr entsprechend selber ein bisschen rumexperimentieren, was für euch am besten passt für eure Aufnahme und stabilisieren das Ganze einmal. Und fertig. Für die nächste Stabilisierungsmethode wählen wir einen anderen Clip aus. Auch hier wieder Alt festhalten, runterziehen. An der Stelle drückt einmal die Tastenkombination Shift und F. Das erstellt für euch einmal einen Fusion Clip. Wählt den Clip aus und drückt die Taste F, um direkt in die Fusion Page zu kommen. In der Fusion Page angekommen, wählt einmal Media in 1, drückt Steuerung und Leertaste und gibt einen Tracker. Diesen kleinen Tracker, den ihr hier seht, zieht ihr einmal an einer relativ kontrastreichen Stelle. In meinem Fall ist das hier der weiße Strich an der Maske. Rechts bei Adaptive Mode wählt Best Match und trackt das Ganze einmal nach vorne und zurück. Dann wechselt zu Operation, Match Move und bei Merge wählt Background Only aus. Wenn ihr das gemacht habt, dann seht ihr auch schon, dass euer Clip etwas transformiert wurde. Das müssen wir jetzt einmal manuell korrigieren. Dazu wählt einmal den Tracker 1 Node, Steuerung Leerzeichen und gebt einen Transform. Wählt den Transform Node aus. Dann geht ihr hier rechts auf Size und vergrößert euer ganzes Video und verschiebt es, um es einigermaßen in der Mitte zu halten. Sobald ihr das gemacht habt, dann schaut einmal grob über den gesamten Clip, ob das einigermaßen so passt. Das ist übrigens der Grund, warum ich diese Methode nicht bevorzuge, weil die erstmal aufwendiger ist und ihr verschwendet etwas an Videogröße, sage ich mal. Es gibt eine bessere Variante, diese zeige ich euch jetzt. Dazu gehen wir wieder zurück in den Edit-Tab. Diesen Clip können wir uns einmal duplizieren. Haltet einfach die Alt-Taste gedrückt und schiebt den Clip nach oben. Den können wir einmal deaktivieren. Mit der Taste F kommt ihr in die Fusion Page. Die Sachen können wir einmal löschen. Dann wählt Media in 1 aus, drückt Steuerung Leertaste und sucht nach Planner Tracker. Wählt ihn aus, dann sucht ihr euch aus eurem Videoclip eine gewisse Stelle aus, die ihr tracken möchtet. In meinem Fall ist das die Maske in der Mitte. Dazu zeichne ich eine grobe Maske um diese Maske herum. Die muss auch übrigens nicht so genau sein. Es reicht, eine grobe Maske zu zeichnen. Dann rechts Tracker, Hybrid Point, Motion Type. Hier bin ich meistens zwischen diesen beiden unterwegs. Für dieses Beispiel wählen wir Translation, Rotation und Scale. Setzen das Ganze einmal auf Set. Das sorgt dafür, dass euer Playhead an der Stelle einmal gesetzt ist. Tracken das Ganze einmal nach vorne. Klicken einmal auf Go. Dann springt ihr wieder automatisch zu eurem Ausgangspunkt und wir tracken das Ganze jetzt auch nochmal rückwärts. So, jetzt habt ihr den gesamten Clip einmal getrackt. Was wir jetzt machen, bei Operation Mode, wählen Stabilize aus, Scale und Rotation einmal abwählen, Smoothing Radius, setzt den auf 100 und Compute Stabilization. Wie ihr seht, habt ihr jetzt auch wieder das gleiche Problem wie vorhin. Hier habt ihr allerdings den Vorteil, dass DaVinci das Ganze für euch automatisch anpassen kann. Dazu klickt einmal hier auf Frame, Zoom und Auto-Zoom. Und schon hat DaVinci automatisch für euch das ganze Video angepasst. Ich persönlich bevorzuge Planar Tracker deswegen um einiges mehr als die andere normale Tracker-Methode. Wieder zurück zum Edit-Tab. Den Clip brauchen wir jetzt nicht mehr. Kommen wir dann jetzt zum Speedramping selbst. In DaVinci gibt es 2 mir bekannte Methoden, um Speedramping zu machen. Die erste Variante geht zwar etwas schneller, ist allerdings auch etwas eingeschränkt, was die Funktion der Kurve angeht. Beginnen wir erstmal mit der simpleren Methode. Dazu wählt einmal den ersten Beatpoint, den ihr gemacht habt, wählt euren Clip aus, drückt Steuerung R und fügt einen Speedpoint hinzu. Dann spulen wir ein bisschen nach vorne, ungefähr hier, setzen einen weiteren Speedpoint und verschieben diesen Punkt bis zum nächsten Beatmarker. Dann drückt einmal Steuerung und E, wählt einmal die beiden Punkte aus, um diese ein bisschen auszusmoothen. Ungefähr so.
Und schon habt ihr die erste Speedramp fertig. Hier habt ihr allerdings das Problem, dass ihr die Kurven nur größer und kleiner ziehen könnt. Wenn ihr Steuerung festhält und an einen Punkt zieht, könnt ihr zwar nur die eine Seite etwas länger ziehen, aber mehr Spielraum habt ihr hier nicht. Deswegen bevorzuge ich mittlerweile eine andere Methode. Dazu setzen wir das Ganze hier einmal schnell zurück. So, um euch das Ganze einmal besser zu veranschaulichen, werde ich die Farbe dieses Markers hier einmal auf Gelb ändern. Und ich wähle mir das Ende des ersten Beat Drops aus und definiere mir damit die Länge der Speedramp-Bewegung. Diesen wähle ich auch einmal auf Gelb. Den einmal deaktivieren mit der Taste Y. So, und diesen Clip dupliziere ich mir einmal, dazu die Alt-Taste festhalten. Mache ich persönlich meistens nur aus dem Grund, wenn ich mit dem Clip etwas in Fusion mache, damit ich eine Art Sicherheitskopie vorliegen habe. So, den unteren deaktiviere ich einmal mit Y. Diesen Videoclip verschiebe ich dann einmal bis zu diesem gelben Punkt. Shift und F für Fusion Clip und drückt die Taste F, um in Fusion reinzukommen. Wählt dann einmal Media in 1, stellt an dieser Stelle sicher, dass euer Playhead an der Stelle 0 ist. Drückt dann Steuerung und Leertaste, gebt einen TSD für Time Stretcher. Wählt Time Stretcher aus, dann spult ihr euren Clip bis zum Ende vor. Diese Zahl, die ihr hier seht, diese kopieren wir uns einmal, Steuerung C, und fügen die hier oben bei Source Time entsprechend ein. Dann öffnen wir hier oben Spline, aktivieren den Time Stretcher, klicken auf den Button, um das Ganze zu vergrößern. Den Playhead schieben wir ein bisschen nach links, um besser auf den Punkt zugreifen zu können. Den verschieben wir jetzt einmal bis zum gelben Punkt. Dazu haltet einmal die Shift-Taste gedrückt, wählt euren Punkt aus und schiebt den nach links bis zu diesem Punkt. Nochmal vergrößern. So, was ihr jetzt macht, wir wechseln zum Edit-Tab. Was wir bis hierhin einfach nur gemacht haben, um euch das Ganze einmal zu zeigen, wir haben den Clip vom ersten gelben Punkt bis zum zweiten gelben Punkt beschleunigt. Alles, was rechts vom zweiten gelben Punkt ist sozusagen eingefroren. Den brauchen wir auch nicht mehr. Den können wir dann einmal löschen. Dazu einmal den zweiten gelben Punkt markieren und Shift und W drücken, um den ganzen Bereich rechts vom Playhead zu löschen. Wieder zurück zur Fusion Page. Unten rechts klickt einmal in das Diagramm und drückt Steuerung und A und danach die Taste S. Hier erstellt euch DaVinci automatisch diese Kurve. Dann wählt den ersten Keyframe, setzt ein bisschen nach oben, den zweiten Keyframe setzt ein bisschen nach unten und schon habt ihr die klassische S-Kurve. Diese seht ihr wahrscheinlich auch relativ häufig auf diversen Instagram Reels. In DaVinci selber gibt es verschiedene Kurven, die man auch machen kann. Ich persönlich nutze am meisten 4 Kurven. Diese zeige ich euch einmal. Setzen das Ganze einmal zurück. Steuerung Z. Dazu nehmen wir die ersten Keyframes, ziehen ihn komplett nach oben. Ein bisschen ausmoven. Das ist die zweite Möglichkeit für eine Speedramp-Bewegung. Die dritte Variante ist im Prinzip dasselbe. Dazu macht ihr das gleiche, allerdings nur mit dem zweiten Keyframe und zieht den nach unten. Den hier ein bisschen aussmoothen und dann habt ihr eine Bewegungsabfolge, die erstmal langsam anfängt und schnell aufhört. Und die vierte Variante und wahrscheinlich auch die bekannteste nennt sich Boomerang oder auch die Glockenkurve. Dazu machen wir Folgendes. Wir schauen uns die Länge des zweiten Keyframes an, der ist ungefähr bei 65, weil wir müssen jetzt nochmal einen dritten Keyframe hinzufügen. Heißt 65 durch 2 ungefähr 32, klicken dann ungefähr hier einmal rein, setzen ein Keyframe, ich markiere den letzten Keyframe, kopiere mir diesen Wert und füge den dem hinzugefügten Keyframe hinzu. Und den letzten Keyframe setze ich auf 0, drücke dann hier einmal Steuerung A und S. An der Stelle wählt den ersten Keyframe, setzt ein bisschen nach oben und den letzten Keyframe. Ungefähr so. Und schon habt ihr den Boomerang-Effekt. Die Speedramp-Kurve aus dem Intro-Clip, diese sieht übrigens so aus. Dazu habe ich an jedem einzelnen Marker nochmal zusätzlich einen Keyframe erstellt und diesen dann entsprechend angepasst, sodass dann zwischen den einzelnen Beats eine zusätzliche Speedramp-Bewegung passiert. Für unser Beispiel hier werden wir allerdings die ganz normale S-Kurve benutzen. So, das Ganze nochmal rückgängig machen, Steuerung Z. So, den ersten Keyframe ein bisschen nach oben setzen, den zweiten ein bisschen nach unten. Das passt. Zurück zum Edit-Tab. Das Ganze sieht jetzt wie folgt aus. Und ist bisher auch ganz gut geworden.
Kommen wir jetzt zum nächsten Clip, machen hier wieder das gleiche Spiel, werde hier den gelben Marker wieder setzen. Der Grund, warum ich diese Beatmarker auch oben in der Timeline setze und nicht unten am Song selber, sprich am Audio-Track 1, ist aus dem einfachen Grund, damit ihr es auch später in der Fusion-Page sehen könnt, in dieser Spline-Funktion, beziehungsweise dort, wo der Time-Stretcher ist. Sonst könnt ihr die nämlich nicht sehen. Den Clip aktivieren wir wieder, einfach Y drücken. So, wenn ihr jetzt hier wiederum in Fusion reingeht, dann seht ihr, dass ihr an dieser Stelle noch den Planer-Tracker habt. Was wir in dieser Situation machen, ganz einfach, wählt den Clip aus, drückt Shift und F und schon habt ihr einen neuen Fusion-Clip erstellt. Und wieder das gleiche Spiel, wählt Media in 1, drückt Steuerung und Leertaste, gibt ein TST für Time Stretcher, stellt vorher sicher, dass ihr bei dem Keyframe 0 seid, spult wieder nach vorne, den Wert kopieren, Steuerung C, oben einfügen, drückt auf die Taste, um das Ganze zu vergrößern, verschieben den Playhead ein bisschen. An der Stelle die Shift-Taste festhalten, zieht den Keyframe zum zweiten gelben Punkt, vergrößern, Steuerung A und S, um die Kurven zu machen. Für diesen Clip werden wir jetzt allerdings den Boomerang-Effekt machen. Dazu wähle ich den letzten Keyframe aus, kopiere mir den Wert, füge den dem zweiten hinzugefügten Keyframe hinzu und den Wert des letzten Keyframes, den setze ich auf 0. Dann wieder Steuerung A und S, dann den ersten Keyframe ein bisschen nach oben ziehen und dasselbe mit dem letzten Keyframe. So. Was wir an der Stelle vergessen haben, aber könnt ihr auch nachträglich machen, einmal zurück in den Edit-Tab und den Clip rechts vom Marker einfach nur löschen. Den brauchen wir nicht mehr. Der ist nämlich eingefroren. Dazu drückt Shift und W. Und das Ganze sieht bisher so aus. Nehmen wir jetzt den dritten Clip. Hier ist die Aufnahme mit dem Gimbal ziemlich gut geworden. Das heißt, ich benutze hier die einfache Variante mit Stabilization und Similarity. Stabilisiere das Ganze einmal. Setze mir auch hier wieder den gelben Marker. Hier wieder Shift und F. Neuen Fusion-Clip erstellen. Mit F direkt in die Fusion-Page rein. Stellt sicher, dass ihr beim Keyframe 0 seid. Erstellt einen Time-Stretcher. Spult den Clip nach vorne. Kopieren, einfügen, vergrößern, den Keyframe zum gelben Marker rüberziehen, dabei die Shift-Taste festhalten, Steuerung A und S, um die Kurven zu erstellen. Jetzt gehen wir direkt in den Edit-Tab und löschen den Clip rechts vom gelben Marker. Shift und W. Ziehen wieder den Keyframe nach oben, den nach unten. Das sieht gut aus. Zurück in den Edit-Tab. Ein weiterer Vorteil bei dieser Variante ist, ihr könnt, nachdem ihr die Speedramps eingebaut habt, eure Clips auch beliebig verschieben und anpassen und die Clips nach eurem Belieben entsprechend dann einstellen. Das machen wir jetzt auch einmal. Den verschieben wir nach hinten, ziehen den nach vorne. An der Stelle ein weiterer Tipp, was ihr auch machen könnt. Ihr könnt einfach den Bewegungsablauf von eurem Clip rückwärts abspielen, um sozusagen von links nach rechts nach links zu wechseln. Das machen wir jetzt hier auch einmal. Dazu klickt einmal auf den Clip und rechts unter Speed Change den Direction-Pfeil nach links auswählen. Und schon wird euer Clip rückwärts abgespielt, beziehungsweise in die andere Bewegungsrichtung gespielt. Versucht auch, dass alle eure Clips den gleichen Bewegungsablauf haben, sprich von rechts nach links oder von links nach rechts. Den setzen wir jetzt hier wieder zurück. Kommen wir jetzt nochmal zu einem kleinen Bonus-Feature, und zwar Sound Effects. Hier gibt es auch ganz große Bibliothek von verschiedenen Soundeffekten. Gehen wir mal zum Beispiel ein Cinematic Whoosh. Hier haben wir ein paar Beispiele. Die klingen schon ziemlich nice. So, ich habe schon bereits einige vorbereitet für diesen Clip. Werden nicht alle durchgehen, aber ein paar davon werde ich jetzt übernehmen. Nehmen wir mal diesen hier, einfach nur runterziehen. Dann machen wir ein bisschen kleiner, damit er reinpasst. Ein bisschen aussmoothen und zack. Das klingt gut. Auch hier wieder am Ende ein bisschen aussmoothen. Nächster Soundeffekt. Die meisten Soundeffekte nutze ich hier immer an den Übergängen, um die Transition ein bisschen zu betonen. Wieder kürzen, aussmoothen. Nächster Soundeffekt. Und am Ende das gleiche auch nochmal aussmoothen. Was wir jetzt am Ende noch machen, ist Motion Blur einfügen. So, die Clips deaktiviere ich hier einmal. Für Motion Blur mache ich folgendes. Rechtsklick auf den Clip, Render in Place.
Bei Codec wähle ich meistens H.264. Das Ganze einmal rendern. Das sorgt erstmal dafür, dass ihr euren Clip lokal in DaVinci auch flüssig abspielen könnt. Ihr könnt das Ganze natürlich auch für die anderen Clips einfach machen. So, dann gehen wir oben auf Effects und suchen einmal Adjustment Clip. Einmal runterziehen. Machen wir ein bisschen kleiner. So, an der Stelle wichtig, den Adjustment Clip kürzen wir jetzt nur bis zu der Stelle, wo sehr viel Bewegungsablauf ist. Also quasi, wo am meisten Speedramping passiert. Ungefähr bis hierhin. So, das moven wir hier auch einmal ein und aus, ganz leicht. F für Fusion Page. Das brauchen wir nicht. So, Steuerung Leertaste und hier sucht ihr einmal nach Optical Flow. Wählt das einmal aus. Die Einstellungen lasse ich hier meistens so, wie es ist. Dann wählt Optical Flow aus, Steuerung Leertaste und sucht nach Vector Motion Blur. Hinzufügen. So wie ihr schon seht, der Motion Blur wurde eingefügt, ist allerdings ziemlich stark. Den können wir auch einmal reduzieren, und zwar oben rechts bei Scale, ungefähr bei 0,3. So 0,2 bis 0,4, da bin ich meistens unterwegs. Könnt ihr natürlich selber für euch einfach mal rumexperimentieren. So, an der Stelle auch eine wichtige Info. Der ganze Rechenprozess in DaVinci mit diesen 2 Nodes ist sehr, sehr computerintensiv. Heißt, euer Rechner wird das Ganze gar nicht mehr abspielen können in flüssiger Form. Um das Ganze jetzt anzupassen, machen wir Folgendes. Zurück in den Edit-Tab, den deaktivieren wir jetzt einmal. Das gleiche machen wir jetzt auch nochmal für den letzteren Teil. Dort haben wir auch nochmal eine stärkere Speedramping-Bewegung. Einfach Copy-Paste, ungefähr anpassen. Die beiden aktivieren wir jetzt wieder. Wählt die 3 Clips aus, drückt die Taste H, um einen neuen Compound-Clip zu erstellen. Create. Ja, ihr seht schon, der braucht ein bisschen. Rechtsklick. Render in Place und rendert das Ganze. An der Stelle die Info, das kann gut 1-2 Minuten dauern, bis er das Ganze fertig gerendert hat. Und sobald er fertig ist, habt ihr euer Motion Blur eingebaut. Wie man hier auch schon sieht. Ist ziemlich gut geworden. Und diese Technik könnt ihr natürlich auch dann entsprechend für die restlichen Clips benutzen. So sieht im Prinzip mein Workflow für Speedramping aus. Das Video ist jetzt ein bisschen länger geworden. Ich dachte mir, ich zeige euch das lieber einmal in Ruhe Step by Step, als das Ganze möglichst schnell in ein paar Minuten runterzurattern. Wenn euch ein paar Stellen immer noch zu schnell waren, spult einfach zurück und schaut euch diese nochmal in Ruhe an. Bei Fragen oder Anmerkungen schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten bis zum nächsten Video.